Hallo liebe Häkelfreunde, heute habe ich dieses lässige Häkelkleid für euch entworfen. Es ist nicht schwierig nachzumachen und man könnte es entsprechend gekürzt auch als Rollkragenpullover oder Minikleid häkeln. Ich habe für euch diese lange Variante gehäkelt und ich verrate euch noch ein kleines Geheimnis. Das Kleid fällt besonders schön, wenn ihr ein Unterkleid mit leichtem oder stärkerem Shape-Effekt darunter tragt. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß und Freude beim Nacharbeiten. Für dieses Kleid nehme ich die Winter Glow von hobbii.de. Das ist die Farbe Nummer 22 und so ein Knäuel hat 200 Gramm und ca. 700 Meter Lauflänge und ich nehme eine Häkelnadel Nummer 5. Und ich beginne mit einer Anfangsschlinge. Häkle zunächst 2 Luftmaschen, drehe mir die erste ein bisschen um, sodass ich hier einstechen kann, so dass 2 Fäden oben sind und einer unten. Hole den Faden durch, Masche eine Schlaufe ab und dann die restlichen 2, steche in den Querfaden ein, hole den Faden durch, Masche eine Schlaufe ab und dann die restlichen 2, steche wieder in den Querfaden ein, hole den Faden durch, häkle zuerst sozusagen die Luftmasche und dann die feste Masche. Steche wieder in den Querfaden ein, hole den Faden durch, eine Schlaufe abmaschen und dann die restlichen beiden. Gezählt wird hier, wo die schönen Maschen sind, und wir brauchen eine Maschenzahl, die durch 8 teilbar ist, plus 4 zusätzliche Maschen. Ich mache für die Größe 40-42 circa 55 bis 56 cm. Bei mir sind das 76 solche festen Maschen. Die anderen Größen schreibe ich euch hin. Und ich schreibe euch auch verwendbare Maschenzahlen hin. Und wenn ihr euer Maß erreicht habt, sehen wir uns wieder und wie gesagt, fürs Zählen das Ganze umdrehen, sodass die schönen Maschen zu sehen sind. Und wir sehen uns gleich wieder. Willkommen zurück. Ich habe 76 feste Maschen angeschlagen. Bei mir sind das zwischen 55 und 56 cm. Und nehmt die Maschenzahl, die eurem Maß am nächsten kommt, und im Zweifel lieber ein bisschen mehr als weniger. Das Muster kann noch ein bisschen zusammenziehen. Und jetzt kippe ich das Ganze, so dass die schönen Maschen oben sind. Und die erste Reihe beginnt mit einer Luftmasche und gleich in die erste Einstichstelle
die erste feste Masche und dann weitere 3 feste Maschen, so dass wir 4 feste Maschen haben. 4 feste Maschen und dann häkeln wir 4 Stäbchen. 1, 2, 3, 4, dann wieder 4 feste Maschen. 1, 2, 3, 4, dann wieder 4 Stäbchen. 1, 2, 3, 4, also immer abwechselnd 4 feste Maschen und 4 Stäbchen, und das machen wir die ganze Reihe so, und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Bis gleich. Willkommen zurück, ich bin am Ende der Reihe angekommen und die Reihe endet, wie sie begonnen hat, nämlich mit 4 festen Maschen. Und wir wenden die Arbeit und in der Rückreihe machen wir es umgekehrt. Da häkeln wir auf die 4 festen Maschen immer Stäbchen und auf die 4 Stäbchen feste Maschen. Die Reihe beginnt mit 3 Luftmaschen. Das ist bereits das erste Stäbchen, das heißt, diese erste Einstichstelle ist schon besetzt und es folgen weitere 3 Stäbchen, sodass wir inklusive Ersatzstäbchen 4 Stäbchen haben. 4 Stäbchen, und auf die 4 Stäbchen der Vorreihe häkeln wir 4 feste Maschen und dann wieder 4 Stäbchen auf die 4 festen Maschen. Und 4 feste Maschen auf die Stäbchen. 1, 2, 3, 4. Das Ganze sieht dann so aus und das machen wir die ganze Reihe so, und dann sehen wir uns wieder. Bis gleich. Willkommen zurück, ich habe die Reihe wieder beendet und sie endet mit 4 Stäbchen, also gleich wie sie begonnen hat. Und ich zeige euch die beiden Reihen noch einmal, das ist schon der Mustersatz. Diese beiden Reihen werden ständig wiederholt. Die erste Musterreihe beginnt mit einer Luftmasche und 4 festen Maschen auf die 4 Stäbchen der Vorreihe. 3, 4 und 4 Stäbchen auf die festen Maschen der Vorreihe. 2, 3, 4 und 4 feste Maschen auf die Stäbchen. Und das machen wir wieder die ganze Reihe so. Und dann sehen wir uns wieder. Bis gleich. Willkommen zurück, ich bin am Ende der Reihe angekommen. Bis jetzt habe ich 3 feste Maschen gemacht. Ganz wichtig ist, dass die letzte feste Masche unbedingt in die 3. Luftmasche des Ersatzstäbchens gehäkelt wird. Auf keinen Fall weiter unten einstechen, sonst wird die Seite zu kurz, weil ihr an Höhe verliert und dann würde sich das mit der Zeit
zusammenziehen und das ganze Teil würde schief werden. Und wir wenden die Arbeit wieder und die Rückreihe beginnt wieder mit 3 Luftmaschen und weiteren 3 Stäbchen, sodass wir wieder 4 Stäbchen haben und dann 4 feste Maschen auf die Stäbchen und am Ende der Reihe sehen wir uns nochmals wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Die Reihe endet mit 4 Stäbchen, so wie sie begonnen hat. Und diese beiden Reihen werden nun ständig wiederholt. Ich mache ca. 110 cm. Das hängt aber ein bisschen von eurer Körpergröße ab. Ich bin 1,61 m groß und wie gesagt, ich mache ungefähr 110 cm. Als Richtwert würde ich sagen, eure Körpergröße minus 50. Und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Bis bald. Willkommen zurück. Ich habe 110 cm erreicht und ganz wichtig, ich habe mit einer Rückreihe geendet, also mit einer Reihe, in der am Rand 4 Stäbchen jeweils sind. Und ganz wichtig, notiert euch jetzt die Anzahl Reihen, die ihr bei diesem Teil gemacht habt, damit das zweite Teil dann ganz genau gleich wird. Und jetzt beginne ich mit 3 Luftmaschen und häkle eine Reihe mit Stäbchen. Auf jede Masche, die erscheint, häkeln wir ein Stäbchen drauf und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Ich habe lauter Stäbchen gehäkelt, auch hier ins Ersatzstäbchen, in die dritte Luftmasche ein Stäbchen und jetzt behäkle ich diese seitliche Kante hier. Dazu starte ich mit einer Luftmasche, häkle jetzt um das Randstäbchen herum 2 halbe Stäbchen, um das nächste Randstäbchen herum ebenfalls 2 halbe Stäbchen und dann immer da, wo die festen Maschen am Rand sind, da häkle ich ein halbes Stäbchen immer hinein und immer 2, da wo am Rand ein Stäbchen ist, immer 1, da wo am Rand eine feste Masche ist und immer 2 um die Randstäbchen und das machen wir die ganze Kante hinunter und da sehen wir uns wieder. Bis bald. Willkommen zurück. Ich bin beinahe an der Ecke angekommen. Hier haben wir noch eine Reihe mit festen Maschen. Da kommt ein halbes Stäbchen hinein und hier, wo wir begonnen haben, wo der Anfangsfaden hängt, hier mache ich ganz am Rand in diese Eckmasche 3 halbe Stäbchen und den Faden, den Anfangsfaden häkle ich gleich mit ein. Also 3 in eine Masche und dann häkle ich in jede Einstichstelle, die sich hier anbietet, ein halbes Stäbchen, bis wir zur nächsten Ecke kommen und da sehen wir uns wieder. Bis gleich.
Willkommen zurück, ich bin wieder an der Ecke angekommen. Auch hier häkle ich in die letzte Lücke hier 3 halbe Stäbchen, alle 3 in eine Masche und dann wieder da genau schauen, wo die festen Maschen am Rand sind, ein halbes Stäbchen und wo am Rand Stäbchen sind, 2 halbe Stäbchen und das machen wir wieder die ganze Kante hinauf und da sehen wir uns dann wieder. Bis gleich. Willkommen zurück, ich bin wieder am oberen Rand des Kleides angekommen, habe auch in die letzte Lücke 2 halbe Stäbchen gemacht. Jetzt mache ich eine Kettmasche hier in dieses erste Stäbchen, das hier zu sehen ist, eine Kettmasche, wende die Arbeit, beginne wieder mit einer Luftmasche und häkle gleich in die allererste Masche hier wieder ein halbes Stäbchen und häkle wieder hinunter bis zur Ecke und da sehen wir uns wieder auf jedes halbe Stäbchen ein halbes Stäbchen drauf. Bis gleich. Willkommen zurück, ich bin an der Ecke angekommen. Hier seht ihr die 3 halben Stäbchen in einer Masche. Ins erste häkle ich ganz normal ein halbes Stäbchen und in die Masche, die direkt in der Ecke liegt, da häkle ich wieder 3 halbe Stäbchen hinein. Und dann die untere Kante hinüber, an der anderen Ecke ebenfalls wieder in die Ecke 3 halbe Stäbchen und dann wieder die lange Kante hinauf und da sehen wir uns wieder. Bis bald. Willkommen zurück, auch hier in das letzte halbe Stäbchen kommt noch ein halbes Stäbchen hinein, ganz am Rand, das dürfen wir nicht vergessen. Und jetzt schaut, ob das Kleid oder dieses Teil auch wirklich breit genug ist. Jetzt habt ihr noch die Möglichkeit, das zu korrigieren, indem ihr noch ein paar solche Reihen halbe Stäbchen häkelt. Bei mir passt das jetzt so und ich häkle jetzt noch eine Luftmasche, lasse 2 bis 3 Meter Faden dran. Den können wir später für die Schulternaht noch brauchen. Dann ziehe ich den Faden durch. Und ziehe ihn fest. Und jetzt brauchen wir genau dieses Teil noch ein zweites Mal, ganz genau gleich wie dieses auch mit dieser Umrandung und macht genau gleich viele Reihen und gleich viele Maschen wie bei diesem Teil. Und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Bis dann. Willkommen zurück, ich habe ein zweites identisches Teil angefertigt und die Teile so aufeinander gelegt, dass die schöne Seite innen ist. Das erkennt ihr daran, hier schaut die schöne Seite nach oben, da ist der Arbeitsfaden links und bei diesem Teil schaut die schöne Seite nach unten und hier ist der Arbeitsfaden rechts. Und jetzt machen wir die Schulternähte. Dazu markiert ihr euch zuerst ungefähr die Hälfte des Teils. Bei meins ist jetzt 56 ungefähr breit. Wir brauchen das im Moment nur ungefähr.
Das wäre dann bei 28 circa. Ungefähr die Mitte markieren und dann messt ihr von der Mitte herüber ungefähr 14 bis 15 cm. Zuerst auf die eine Seite und dann auf die andere Seite. Ungefähr 14 bis 15 cm, maximal 15. Und dann häkeln wir jetzt dieses Stück hier zusammen und wir zählen hier die Maschen mit, damit wir dann auf der anderen Seite die gleiche Anzahl haben. Ich nehme den Arbeitsfaden, den wir ja dran gelassen haben, steche zuerst ganz am Rand durch beide Teile durch, möglichst weit am Rand, hole den Faden durch, häkle zunächst eine Luftmasche und dann eine feste Masche, immer durch beide Teile durchstechen und häkle die beiden Teile mit festen Maschen zusammen. Zuerst hier dieses Rändlein und dann, wenn die schönen Maschen kommen, die Stäbchen, dann immer Stäbchen für Stäbchen die beiden Teile miteinander verbinden und das machen wir bis zur Klammer und wie gesagt die Maschen mitzählen dann für die zweite Schulternaht. Und wenn ich bei der Klammer angekommen bin, sehen wir uns wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Ich habe die Schulternaht bis zur Klammer geschlossen. Häkle jetzt noch eine Luftmasche, ziehe den Faden durch und ziehe ihn fest. Und jetzt dreht ihr euch das ganze Teil herum. Beginnt wieder von außen nach innen mit dem Zusammenhäkeln und macht dieselbe Anzahl feste Maschen wie auf dieser Seite. Und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Bis bald. Willkommen zurück. Ich habe beide Schulternähte geschlossen. Hier habe ich jetzt noch ungefähr 28 cm freigelassen. Euer Kopf muss bequem durchpassen. Und jetzt, ich lasse das Kleid so, also ich bin immer noch auf der Innenseite, das seht ihr hier an der Naht. Ich beginne hier ganz am Rand, direkt neben der Naht steche ich in diese Masche ein, hole den Faden durch, mache einen Knoten hinein, steche noch einmal in dieselbe Masche ein, hole den Faden durch, häkle 3 Luftmaschen, die zählen bereits als ein Stäbchen und häkle jetzt auf jede Masche, die kommt, ein Stäbchen drauf und schaut, dass ihr auf eine gerade Maschenzahl kommt, also im Sinne von, wenn ihr wieder hier ankommt, wir häkeln jetzt einmal rundherum, wenn ihr hier wieder ankommt, dann insgesamt brauchen wir eine gerade Maschenzahl. Und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Bis dann. Willkommen zurück. Ich bin wieder bei der Naht hier angekommen, also einmal rundherum. Bei mir haben sich 80 Stäbchen ergeben. Das kann bei euch aber auch anders sein. Wichtig ist, dass es eine gerade Maschenzahl ist. Und jetzt schließe ich in die dritte Luftmasche des Ersatzstäbchens mit einer Kettmasche zur Runde,
häkle wieder 3 Luftmaschen, die zählen wieder als ein Stäbchen und häkle in dieselbe Masche, wo die 3 Luftmaschen herauskommen, noch ein zweites Stäbchen dazu. Dann lasse ich 1 aus und in jedes zweite Stäbchen häkle ich 2 Stäbchen, immer 2 in eine Masche, eine auslassen und 2 Stäbchen in eine Masche, 1 auslassen, 2 in eine Masche. Das sieht dann so aus und das machen wir die ganze Runde so und dann sehen wir uns wieder. Bis bald. Willkommen zurück, ich bin rundherum gekommen. Am Ende bleibt eine Masche noch frei, die bleibt auch frei und wir schließen jetzt zur Runde und zwar zwischen diese beiden Stäbchen hinein, die Anfangsstäbchen nicht in die dritte Luftmasche, sondern zwischen die Stäbchen hinein häkeln, eine Kettmasche machen, dann wieder mit 3 Luftmaschen beginnen und in dieselbe Lücke zwischen die Stäbchen hinein ein Stäbchen häkeln. Und jetzt springen wir von Grüppchen zu Grüppchen und häkeln immer zwischen die Stäbchen hinein wieder 2 Stäbchen. Also immer in die Lücke zwischen den beiden Stäbchen häkeln wir wieder eine Zweiergruppe. Das sieht dann so aus und das machen wir wieder die ganze Runde so und dann sehen wir uns wieder. Bis gleich. Willkommen zurück, ich bin wieder rundherum gekommen und die Reihe endet mit einer Kettmasche in die Lücke zwischen den beiden Stäbchen und sie beginnt mit 3 Luftmaschen und einem Stäbchen gleich in die erste Lücke und dann wieder in jede Zweiergruppe eine neue Zweiergruppe und die Reihe, die wir soeben gemacht haben, ist identisch mit allen weiteren Reihen. Das heißt, diese Reihe, die wir soeben gemacht haben, die wiederholen wir jetzt, bis der Kragen ungefähr 20 cm hoch ist. Und dann sehen wir uns wieder. Bis bald. Willkommen zurück. Ich habe den Kragen 20 cm hoch gehäkelt. Schließe hier noch die letzte Runde mit einer Kettmasche. Häkle noch eine Luftmasche. Schneide den Faden ab. Ziehe ihn heraus und ziehe ihn fest. Und jetzt werde ich diese paar Fäden hier vernähen und dann das Kleid auf die schöne Seite umdrehen und dann sehen wir uns wieder. Bis gleich. Willkommen zurück, ich habe alle Fäden vernäht, das Kleid auf die schöne Seite umgedreht, den Kragen heruntergeklappt. Das sieht dann so aus, die schöne Seite ist außen und jetzt werde ich einen Ärmel zunächst einmal vorbereiten, um zu sehen, wie wir es am besten machen können. Und den zweiten Ärmel machen wir dann natürlich gemeinsam. Und dann sehen wir uns wieder. Bis bald. Willkommen zurück. Ich habe einen Ärmel vorbereitet und auch auf dieser Seite schon die Naht geschlossen. Und ich zeige euch natürlich auf der rechten Seite jetzt von mir aus gesehen genau, was ich gemacht habe. Und zwar für den Ärmel klappt ihr euch das Ganze so auseinander auf der schönen Seite. Hier ist die Schulternaht und ich habe für die Größe 40-42 von der Schulternaht
jeweils 25 cm hinuntergemessen. Die anderen Größen schreibe ich euch hin und bei mir sind das genau 38 halbe Stäbchen auf beiden Seiten, also 76 insgesamt. Das ist aber nur ein Richtwert. Die Maschenzahl kann bei euch auch anders sein und ich habe mir hier jeweils die 38. Masche markiert und das macht ihr am besten gleich auf beiden Seiten, damit die Ärmel gleich werden. Und genau in dieser Masche, wo der Maschenmarkierer drin ist, den nehme ich jetzt heraus. Hier steche ich ein und schlinge neu an. Hole also den Faden durch, mache einen Knoten hinein. Steche noch einmal in dieselbe Masche ein, hole den Faden durch, häkle eine Luftmasche und noch einmal in dieselbe Masche ein halbes Stäbchen und häkle jetzt lauter halbe Stäbchen und das mache ich jetzt mal bis zur Schulternaht. Und da sehen wir uns wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Ich bin beinahe bei der Schulternaht angekommen und hier häkle ich ganz bis hin zur Naht. Habe wie gesagt jetzt hier 38 halbe Stäbchen. Bei euch kann das auch anders sein. Und mache auf der anderen Seite die gleiche Anzahl. Und schaut, dass hier kein Loch entsteht. Ansonsten in die Naht auch noch eins häkeln. Bei mir ist das jetzt nicht notwendig und jetzt häkle ich dieselbe Anzahl halbe Stäbchen wieder bis zum Maschenmarkierer und da sehen wir uns wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Ich bin beim Maschenmarkierer angekommen. Nehme ihn heraus und häkle in die Masche, wo der drin war, noch mein letztes halbes Stäbchen. Habe jetzt, wie gesagt, eine Anzahl von 76, das kann bei euch auch anders sein. Wichtig ist, am besten notiert ihr euch diese Zahl dann für den zweiten Ärmel. Und jetzt wenden wir die Arbeit und ich mache das jetzt immer so. Ich beginne immer mit einer Luftmasche und häkle gleich in die allererste Masche das erste halbe Stäbchen und häkle hinüber, bis wir beinahe mit der Reihe fertig sind. Und da sehen wir uns nochmals wieder. Bis gleich. Willkommen zurück, ich bin beinahe mit der Reihe fertig. Hier seht ihr das letzte halbe Stäbchen, das lasse ich unbehäkelt, habe jetzt also eins weniger gehäkelt und das mache ich in jeder Reihe so und zwar immer am Ende der Reihe. Das heißt, am Anfang der Reihe machen wir keine Abnahme, sondern eine Luftmasche und gleich ins erste halbe Stäbchen das erste halbe Stäbchen wieder, dann häkeln wir bis zum Ende der Reihe und lassen in jeder Reihe das letzte halbe Stäbchen unbehäkelt. So entsteht eine schöne Schräge und zwar auf beiden Seiten und in jeder Reihe haben wir ein halbes Stäbchen weniger. Und das Ganze mache ich für die Größe 40-42, bis mein Ärmel noch ca. 24 cm breit ist. Der wird ja jetzt immer schmäler und schmäler. Die anderen Maße schreibe ich euch hin und ihr müsst jetzt nur immer
das letzte halbe Stäbchen jeder Reihe unbehäkelt lassen. Und wenn ihr euer Maß erreicht habt, sehen wir uns wieder. Bis dann. Willkommen zurück. Mein Ärmel sieht mittlerweile so aus. Er ist jetzt im Moment ca. 39 cm lang und 24 cm hier noch breit. Das kann bei euch auch anders sein. Mit dem letzten Stück bestimmen wir jetzt die endgültige Länge des Ärmels. Ich brauche ungefähr 49 cm. Das heißt, ich häkle jetzt noch ca. 10 cm dran, und zwar wechseln wir jetzt das Muster und wir starten mit 3 Luftmaschen. Damit ist diese erste Masche hier besetzt und lassen eine Masche aus, also diese ist schon besetzt, diese lassen wir aus, und in diese hier häkeln wir 2 Stäbchen in eine Masche, lassen jetzt immer eine Masche aus und in jede zweite Masche häkeln wir 2 Stäbchen, eine auslassen, 2 Stäbchen in eine Masche, und das machen wir bis zum Ende der Reihe, und da sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin beinahe mit der Reihe fertig. Ich habe jetzt hier 3 Maschen noch übrig. Es ist egal, ob ihr 2 oder 3 übrig habt. Wir lassen eine noch aus, häkeln ein Randstäbchen, und ich lasse jetzt einfach das letzte halbe Stäbchen unbehäkelt. Wenn ihr nur 2 übrig habt, dann kommt das letzte Stäbchen in dieses allerletzte halbe Stäbchen, und jetzt wenden wir und wir beginnen immer mit einem Randstäbchen. Am Beginn der Reihe sind das die 3 Luftmaschen, und dann häkeln wir wieder wie beim Kragen immer zwischen die Stäbchen hinein wieder 2 Stäbchen. Also nicht in die Masche einstechen, sondern zwischen die Stäbchen hinein, genau gleich wie beim Kragen. Und am Ende der Reihe sehen wir uns nochmals wieder. Bis gleich. Willkommen zurück, ich bin wieder beinahe mit der Reihe fertig, und wichtig ist auch das Ende der Reihe. Hier kommt in die 3. Luftmasche von unten gezählt noch das Begrenzungsstäbchen. Und wie gesagt, die Gesamtlänge des Ärmels wird irgendwo um die 50 cm liegen, aber ganz genau findet ihr das am besten durch eine Anprobe heraus, und ich häkle jetzt für meinen Ärmel 10 cm in diesem Muster, und wenn ihr eure Ärmellänge erreicht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, mein Ärmel hat die notwendige Länge erreicht, den Faden lassen wir gleich dran, und ich habe mir das Ganze so zusammengelegt, dass die Innenseite hier, das seht ihr an der Naht, wir sind auf der Innenseite, auf der weniger schönen Seite, und ich habe jetzt zunächst einmal die Ärmelnaht mit Klammern fixiert. Ganz besonders wichtig ist, dass ihr hier genau schaut, wo der Ärmel aufhört und wo die Seitenteile beginnen, damit wir hier wirklich eine schöne Naht dann bekommen. Und jetzt machen wir zuerst dieses Stück, bis wir unter dem Arm ankommen, und dazu steche ich hier ganz am Rand hinten ein, hole den Faden durch
und häkle dann, hier haben wir lauter Stäbchenreihen, immer in jede Lücke 2 feste Maschen, also um die Randstäbchen herum, immer 2 feste Maschen, bis wir hier ankommen, wo der Bund zu Ende ist, und da sehen wir uns wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Das Ganze sieht so aus. Jetzt kommen wir hier zu diesem Stück, wo die halben Stäbchenreihen sind, und hier ist es wichtig, dass ihr schaut, dass es eine möglichst flache Naht wird, dass ihr nicht zu viele Maschen macht, sonst beginnt sich das zu wellen, aber auch nicht zu wenige, sonst zieht sich die Naht zusammen. Wichtig ist, dass ihr die festen Maschen nicht zu klein macht. Das Ganze soll auch noch ein bisschen dehnbar bleiben und möglichst flach werden. Also auf keinen Fall zu viele, das wellt sich, und auch nicht zu wenige. Möglichst, dass jede Masche ungefähr gleich viel Platz hat. Und das machen wir, bis wir unter der Achsel ankommen. Und da sehen wir uns gleich wieder. Willkommen zurück. Ich bin hier unter der Achsel angekommen, habe auch die Seitennaht noch ein bisschen fixiert. Hier unten lasse ich 25 cm offen, und hier haben wir ja schöne Maschen am Rand, und da müsst ihr eigentlich nur noch Masche für Masche die Teile zusammenhäkeln. Und wie gesagt, ich lasse unten 25 cm Schlitz. Das könnt ihr natürlich auch variieren. Und dann müsst ihr nur noch den zweiten Ärmel dran häkeln und ebenfalls die Ärmel und die Seitennaht schließen. Und dann ist unser Häkelkleid fertig. Liebe Häkelfreunde, ich bedanke mich wie immer herzlich fürs Zuschauen. Hoffe, ihr habt Spaß und Freude mit diesem tollen Häkelkleid. Ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet, und mein nächstes Video ist schon in Arbeit. Eure Karin aus dem Ländle.